Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Ihr Name ist Filena Wall. Sie kommt von dem Hersteller Amakuni Hobby Japan. Sie hat einen Scale von 1,7. Einen Anime hat sie, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich die Box an. Hier sieht man eigentlich nur den Hersteller, den Namen. Hier herunten sieht man einen Sticker, dass sie original ist. Seitlich sieht man dann ein bisschen, wie die Figur aussehen soll. Hier sieht man wieder den Namen von ihr, Amakuni. Und hier sieht man auch wieder die Figur, wie sie aussehen soll. Ich glaube, ich habe die Rückseite als erstes gezeigt, aber ist ja egal. Hier sieht man auf jeden Fall, wie die Figur aussehen soll. Ja, dann haben wir hier noch ein Extra. Ich bin eigentlich keine, die was sich solche Extra-Sachen gerne kauft. Aber ich mochte die Figur so, deswegen habe ich mir das Extra einfach dazu bestellt. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde das Face jetzt auch nicht so super auf diesem Handtuch oder was das sein soll. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir die Box. Ja, dann haben wir hier die Beschreibung und eine Postkarte. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, hier haben wir die Beschreibung der Figur. Die hat 2 Oberkörper, verschiedene. Hier sieht man, glaube ich, dass man den Arm irgendwie abnehmen kann und ihr das Teil in die Hand geben kann, den Fuß abnehmen und so und so. Und dann hat sie sogar eine Postkarte. Ich habe von Amakuni, glaube ich, noch nie eine Postkarte gehabt. Aber ja, die Postkarte sieht auf jeden Fall super aus. Gefällt mir sehr. Mehr als das Handtuch. Bin mir wirklich nicht sicher, ob sie vielleicht nur eine Postkarte bei den mit dem Special-Zeug reingeben, weil mir das wirklich nicht bekannt vorkommt, dass die eine Postkarte hat. Da hat sie noch eine zweite. Oh mein Gott, ist das cool. Es sieht einfach cool aus. Also ich mag dieses ein bisschen mehr, aber ich finde, das ist auch cool. Aber hier finde ich das Gesicht ein wenig komisch. Aber auf jeden Fall cool. Das wusste ich echt nicht. Vielleicht habe ich nie geschaut und das haben alle Amakunis. Ich glaube aber nicht. Ja, dann schauen wir uns die Plastikbox an. Sie ist so perfekt. Oh mein Gott, sie sieht jetzt schon perfekt aus. Bitte sei auch perfekt mit allem anderen. Ich liebe dieses Face jetzt schon. Sie ist einfach eine super Figur. Amakuni, you do always a really good job. So, eingepackt wie immer, sieht Bombe aus. Sogar hier unten ist für den Schuh ein Schutz, dass der nicht hier abwetzt auf dem Plastik. Super von Amakuni, wirklich müssten sich viele Hersteller abschauen, dass sie so eine gute Verpackung machen. Auch hier wieder ein Schutz für den Schweif. Also wirklich super. Hier sieht man schon den Wechselkörper, die Base. Hier sieht man die Figur von hinten. Ja, auf jeden Fall sieht dabei alles sehr gut aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Dann öffnen wir mal die Plastikbox. Ja, dann haben wir hier die Base. Hier sieht man schon die ganzen öligen Dinge, die was auf der Base sind. Das wischen wir einfach mal ab und hoffen, dass das weggeht von Zeit zu Zeit. Das kommt von der Figur, ich weiß nicht, das ist irgendwie bei Amakuni immer so, dass die Figuren zwar total weich sind, aber die sind immer ein wenig ölig, kommt mir vor. Auf jeden Fall werde ich schauen, dass ich das ein bisschen wegbekomme. Ja, hier sieht man schon den Namen der Figur. Es ist, glaube ich, ein originaler Charakter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hat keinen Anime. Es steht zwar hier ein Name, aber irgendwie glaube ich, es ist von keinem Anime. Bin mir nicht sicher, tut mir leid, falls es nicht stimmt. Hier hinten steht Amakuni. Ja, sonst gibt es nichts Spannendes. Ja, dann habe ich auch hier schon die Figur, die gebe ich gleich auf die Base rauf. Die geht super in die Base, also keine Probleme. Sie steht zwar nicht ganz auf der Base an, das ist leider ein bisschen schade. Hier ist sie ganz leicht in der Luft, aber ansonsten zumindest passt dieser Halter für den Fuß relativ gut. Ja, dann würde ich sagen, geben wir mal das ganze Plastik weg, nehmen wir hier den Arm ab. Diesen Arm. Dann dasselbe hier mit den Füßen. Oh mein Gott, die Füße tun mir jetzt schon so leid.
Oh mein Gott, no, dieser arme Fuß. Also wirklich super eingepackt, auch in die OVP. Wirklich alles super schön mit viel Schutz gemacht. Ich bereue es keine Sekunde, dass ich diese Figur gekauft habe. Sie ist mir jetzt schon eine perfekte Figur, also wow. Also wirklich ein Traum von einer Figur. Wer sie nicht hat, kauft sie euch. Sie ist es wert. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, einer der besten Figuren, was ich habe mittlerweile schon wieder mal. Das sage ich, glaube ich, bei relativ vielen Figuren. Also, wie gesagt, ich liebe dieses Face. Dieses Outfit ist sowieso top. Ich sehe jetzt auch keine Fehler. Auch, dass sie hier den Schweif hat. Keine Ahnung, was das sein soll. Eine Kuh. Keinen Plan. Ein Teufelsschwanz. Sieht nicht so aus. Ich habe hier unten nur Plastik reingegeben, weil dieser Fuß recht bei der Base ansteht. Das muss ich mir noch anschauen, ob ich da was reingebe oder nicht. Auch super, dieser Arsch. Also Bombe. Sieht dabei alles sehr gut aus. Auch die Haare sehen hier dabei sehr gut aus. Das nehme ich noch ab. Ja, auf jeden Fall würde ich gleich mal sagen, schauen wir uns die Figur ein bisschen genauer an. Ja, also zu dem Gesicht der Figur. Es ist perfekt. Ich kann nicht sagen, ich liebe diesen rosa Schimmer. Es wurden hierbei wirklich keine Striche gemacht und ich finde das echt cool, da ich die Striche meist nicht so schön finde. Es sieht einfach viel zarter aus mit diesem leichten rosa Schimmer ohne diesen Strichen drinnen, als mit den Strichen. Die Augen sind wie immer super klasse von Amakuni. Was ich auch sehr cool finde an diesen Augen ist, dass hier die Wimpern nicht ganz durchgehend schwarz gemacht wurden, sondern sie haben hier einen Grauton innen drinnen oder bräunlich sogar. Also auch, dass die Pupillen nicht rund gemacht wurden, sondern hier ein wenig breiter oberhalb, finde ich sehr schön. Auch, dass sie hier einen Zahn hat, der passt einfach perfekt, finde ich, zu der ganzen Figur. Die Haare sind wie immer von Amakuni spitzenmäßig, also die Spitzen sehen super aus. Ich sehe jetzt auch keine Haarklumpen, nur hier ist ein kleiner Haarklump. Aber ansonsten sieht es vorne super aus. Auch hier die Haarsträhne, die Dekoration hier oben sieht super aus. Auch auf dieser Seite nichts zu bemängeln, also Face ist wirklich Spitzenklasse. Auch, dass man hier die Augenbrauen noch ein wenig durchscheinend sieht bei den Haaren, finde ich cool. Also spitzenmäßig, ja, zu dem Outfit. Einfach top. Also auch das Tattoo hier, Spitzenklasse. Hier die ganzen kleinen Falten, was gemacht wurden und sogar hier, dass man die Rippen, den Brustkorb hier noch sieht. Man kann das sogar angreifen und fühlen. Finde ich echt nice. Also hier sieht man das Ganze. Sogar mittig dieser Strich vom Bauch sieht man hier noch ein wenig. Aber diese Falten wurden wirklich super Spitzenklasse gemacht. Ganz leicht kleine Falten. Wie es wirklich aussieht bei solchen hauchengen Dresses. Auch hier diese Falte mit der Bewegung, mit dem ganzen Outfit. Generell, dass es schwarz gemacht wurde mit diesem Gold, finde ich, passt extrem gut zu den weißen Haaren. Also spitzenmäßig. Auch diese Handschuhe hier, dass die innerhalb Gold gemacht worden sind, das finde ich echt cool. Ja, was ich ja super finde an dieser Figur, wie alles irgendwie, diese Hand sieht einfach so cool aus. Sie sieht wirklich aus mit den Zahn, als würde sie ein bisschen eine Katze sein. Noch dazu hat sie so lange spitze Fingernägel. Ich liebe diese Hand. Oh mein Gott, sie sieht einfach super aus. Auch, dass sie hier auf diesen einen Finger vom Dress das noch ein Kleidungsstück hat, finde ich echt cool. Und auch die Box hier, es sind sogar Teigtaschen drinnen. Vielleicht sieht, dass ich das hier so zeige. Ich glaube, da ist sogar was drauf. Ja, ich glaube, das japanische Zeichen für Teigtaschen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber auch das finde ich cool, dass sie sogar innerhalb was gemacht haben. Auch die andere Hand sieht schön aus. Sieht wirklich so aus, als würde sie es halten. Also top. Ja, dann zu diesem Bereich. Die Schenkel sehen super aus. Also wow, spitzenmäßig. Auch die Strümpfe hier. Ich sehe auch hier keine Rillen.
was oft bei Rocket Boy ist, dass hier ein Hohlraum wäre. Sie schließen wirklich an den Kniestrümpfen, also perfekt, keine Mängel. Sogar hier wurden ganz leichte Falten gemacht bei den Strumpf. Das finde ich echt cool. Und hier dieses Tattoo, dieses Zeichen in Gold, auch dass hier so ein leichter goldener Strich gemacht wurde, super. Ja, was ich generell an den Strümpfen echt schön finde, ist, dass sie mit hellbraun und dunkelbraun gemacht worden sind und nicht schwarz, da man sich hierbei, finde ich, viel mehr auf das schwarze Dress dann konzentriert, weil wenn das hier eher ganz dunkel gemacht worden wäre, dann wäre das Ganze, finde ich, viel zu ablenkend von den oberen Teil der Figur, also wirklich super. Auch die Schattierungen sehen klasse aus, auch dass sie dann einen Fuß hier ein wenig zu dem anderen Fuß beugt. Auch hier wieder diese klitzekleinen Falten, super. Ja, hier herunten, die Stöckelschuhe wurden leider wieder irgendwie, aber irgendwie passt es auch, nur normal schwarz gemacht. Finde ich irgendwie schade, aber andererseits verstehe ich es auch, weil ja, man sieht eh schon bei der Figur so viel, wieso auch noch die Schuhe aufwendig machen, würde nicht viel bringen. Was ich vorher vergessen habe zu sagen, ist, was ich auch sehr super finde bei diesem Dress, ist, dass hier das Loch gemacht wurde für den Bauchnabel, und ich finde es extrem cool, dass sie hier diese Unterhose noch sichtbar gemacht haben. Also wirklich eine super Idee, sieht wirklich klasse aus von vorn, dass man die Schnüre noch seitlich sieht. Auch, dass man den Schweif hier noch ein wenig sieht, finde ich sehr süß. Ja, zu den Haaren hier hinten. Ich sehe jetzt keine großwügenden Fehler. Es sind ein paar kleine Klumpen hier auf den Haaren, sieht man aber fast kaum. Hier wurde die Strähne nicht perfekt geklebt. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Man sieht ja ein paar so kleine Rillen seitlich, aber ich finde das jetzt nicht störend und es gibt für das auch keinen Punkteabzug. Hier oben, diese Teile sehen auch gut aus. Ich dachte, das ist ein Kleber, aber das ist nur dieses Öl wieder. Zu den Zöpfen hier, ich finde diese Schnüre passen auch sehr gut zu den ganzen, da die Tattoos auch rötlich gemacht wurden, und natürlich passt es gut zu weiß und schwarz. Ja, zu den Haaren generell hinten, wie immer, ich finde es super, so wie bei der letzten Figur, bei Olga, dass die Haare auf die Seite gemacht wurden, sind, dass man noch einen Blick auf den ganzen Hinterkörper hat. Das finde ich echt super, die Idee. Auch, dass sie eben Zöpfe hat, finde ich total niedlich. Man sieht es vielleicht nicht so gut im Video, aber sie hat die Haarspitzen, haben sie ein bisschen rosa-rot gemacht. Ich kann den Farbton nicht wirklich deuten, aber die Haare sind auch ein bisschen leicht silber gemacht, also nicht rein weiß. Auch sehr schön. Hier sieht man auch ein paar Haarklumpen. Aber ansonsten wirklich super Arbeit. Auch die Strähnen sehen wirklich realistisch aus, sehr gut gemacht. Ja, dann zu den Rücken von ihr. Einfach Welt. Das Tattoo sieht super aus. Die Rille hier wieder sieht super aus. Und auch dieses Dress, dass man sogar hier von dem Schweif noch den Abdruck sieht und da sogar noch eine Falte darauf gemacht wurde. Auch diese Falte, also wirklich Bombe. Also wow. Also ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Perfekt. Ja, dann kommen wir zum nächsten super Teil, ist der Arsch. Ich finde den Arsch super. Auch, dass sie hier ein Tattoo noch versteckt hat, ein kleines, das man hier noch sieht. Und ich finde es extrem interessant, dass der Arsch hierbei ein wenig kleiner gemacht wurde und die Schenkel eher breiter. Also wirklich schön passend zu der jungen Statur von der Figur. Finde ich, passt wirklich sehr gut dazu. Ja, also Spitzenklasse die Figur. Ich zeige dann noch den Wechseloberkörper. Ja, das wäre der Wechseloberkörper. Ich muss leider die Brüste zensieren, da ich nicht weiß, ob die Figur vielleicht als Kind durchgehen sollte und mir das Video gesperrt will. Und da ich die Figur so klasse finde, will ich eigentlich nicht, dass mir das Video gesperrt wird in YouTube. Deswegen muss ich die leider ein wenig zensieren. Wer Fotos sehen will, kann sich gerne auf My Figure Collection, ich poste den Link in die Beschreibung, ansehen. Und da sieht man dann genau dasselbe. Also so zu dem Wechselkörper. Ich finde es extrem cool, dass sie wieder eine Chance bieten, dass man die Figur nackt aufstellen kann. Was mir persönlich nicht so gefällt, ist dieses schwarze Teil hier. Ich finde, das hätten sie weglassen sollen, aber das ist Geschmackssache. Sie hat eher kleinere Brüste, die man hier nicht ganz sieht, aber ich finde, sehen toll aus.
Also passen wirklich gut zu ihr. Auch hier wieder schön, dass man den Brustkorb sieht und hier die Linien. Auch die Farbe wurde wirklich schön gemacht. Auch das Tattoo sieht super aus. Hinten sieht man dann auch das Tattoo sehr gut. Hier sieht man auch den Schweif, der auch hier eine zweite Farbe hat. Ansonsten kann ich jetzt eigentlich nicht viel sagen. Tattoo ist wieder sichtbar. Hier sieht man leider einen kleinen schwarzen Punkt. Aber ich werde sie wahrscheinlich mit diesem Oberteil aufstellen, weil mir dieses Nackte nicht ganz so gefällt. Weil ich einfach dieses Dress liebe. Also das sieht einfach super klasse aus. Also auf jeden Fall eine nette Idee von Amakuni, dass sie einen zweiten nackteren Oberkörper bieten. Ja, zur Figur, zur Punktevergebung. Ich gebe der Figur von 10 Sterne 10 Sterne. Da brauche ich nicht mal eine Sekunde nachdenken. Also die ist wirklich perfekt gemacht. Es ist wirklich, sieht alles genauso aus wie auf den Promobildern. Auch, dass man 2 Postkarten dabei hat. Ich weiß jedoch nicht, ob das bei der normalen Version auch dabei ist. Keine Ahnung. Aber wow, also wie viel habe ich bezahlt für die Figur? Ich glaube 190 Euro, nicht ganz, aber eben wegen den Extra, ohne Extra, glaube ich, bezahlt man so 160, 170. Spitzenklasse, also kaufen auf jeden Fall, wert, ja, kaufen, 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 super Figur, Bombe, Weltklasse, also es gibt nichts Negatives zu sagen. Wirklich eine Figur, die einfach spitze ist. Ja, dann werde ich noch eine andere Figur für die Größe zum Vergleich hinstellen. Ja, beide Figuren sind 1:7 Scale, wobei ich eben sagen muss, diese Figur hat einen sehr großen 1:7 Scale. Aber sie ist perfekt für einen 1:7 Scale, also sie haben wirklich alles super gemacht, also auch die Größe ist perfekt. Ja, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!